gerade Vlad und Niki gehört, wir befinden uns hier in der Gefahrenzone. Deshalb sind sie auch so schnell abgehauen. Und Vlad und Niki haben uns diese Drohne gegeben, damit wir Triphobia Tornado aus der Luft überwachen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen sofort die Drohne starten. Ihr schaut dieses Video jetzt bis zum Ende und lasst auf jeden Fall ein Like da. Los, wir jagen jetzt den Tornado zusammen mit euch. Hört ihr die Sirene? Weißt du, was das bedeutet? Triphobia Tornado muss hier irgendwo in der Nähe sein. Da vorne ist der Tornado. Wir müssen ganz schnell hier weg, kommt mit! Schnell! Wir konnten gerade noch dem Tornado entkommen und unsere Drohne starten! Aber jetzt müssen wir Vlad und Niki finden! Ihr habt ja gehört, was Vlad und Niki gesagt haben. Sie sind jetzt auf dem Weg zu ihrer alten Schule! Deshalb sind wir mit unserer Drohne direkt zur Schule geflogen! Und ihr seht ja auch schon den Sportplatz der Schule, aber wo sind Vlad und Niki? Da ist Triphobia Tornado! Ihr könnt es sehen, hier ist der Tornado mit den 1000 Augen und den Löchern! Ich habe richtig Angst vor den Augen, die verfolgen mich! Warte mal, wenn hier an der Schule Triphobia Tornado ist, wo sind dann Vlad und Niki? Hoffentlich hat der Tornado nicht sie schon erwischt! Vielleicht haben sich Vlad und Niki in der Schule versteckt, im Gebäude. Das ist eine gute Idee. Wir fliegen jetzt mal ganz nah ans Gebäude ran. Wir müssen Vlad und Niki finden. Wir haben ja schon den bösen Tornado Triphobia. Da ist Vlad und Niki. Aber sie suchen ein Versteck. Sie haben noch überhaupt kein Versteck gefunden. Sie suchen gerade erst eins. Vlad und Niki, beeilt euch. Ihr müsst euch irgendwo gut verstecken, bevor Triphobia Tornado euch findet. Und wir wissen, dass Triphobia Tornado genau hinter uns ist. Leute, Mann, ihr habt es gesehen. Ihr müsst dieses Video auf jeden Fall bitte bis zum Ende schauen. Wir brauchen deine Hilfe. Mit eurer Hilfe schaffen wir es wirklich, Vlad und Niki retten zu können. Ich flieg mal um das Gebäude herum. Vielleicht finden wir irgendwo einen Eingang, wo Vlad und Niki rein können. Dieser Tornado ist schon wieder da. Ihr könnt es sehen, Triphobia Tornado. Der macht den ganzen Spielplatz kaputt. Er zerstört einfach alles. Er dreht sich und zerstört alles. Aus jedem Loch kommt ein Auge. Ich hasse diese Augen. Überall sind diese Augen. Das Gute ist, der Tornado hat Vlad und Niki noch nicht gefunden. Das stimmt, das ist das einzigste Gute. Vielleicht haben sie Glück. Wir müssen aber jetzt zusammen mit euch Vlad und Niki finden. Wo könnten denn Vlad und Niki auf einmal hin sein? Ich finde sie nicht mehr. Wir können ihnen nur helfen, wenn wir sie auch finden. Hier sind Vlad und Niki, aber sie suchen immer noch ein Versteck. Wie lange kann es denn dauern, bis sie ein Versteck gefunden haben? Natürlich, schau dir mal die Tür an. Die Schule ist abgeschlossen. Die kommen nicht in die Schule rein. Das wäre das beste Versteck gewesen, wenn die ins Gebäude reingehen, aber die Tür ist zu. Und das Problem ist, dass Triphobia Tornado ihm auf den Fersen ist. Und er zerstört einfach alles, egal wo er hingeht. Er hätte uns auch fast bekommen. Nur ganz knapp konnten wir dem Tornado entkommen. Wir wären fast in die Luft gegangen, weil dieser Wirbelwind einfach alles durch Wind zerstört. Hier auf dem Sportplatz haben wir am Anfang den Tornado gesehen. Da ist er schon, und zwar mit Vlad und Niki. Und sie kämpfen, sie versuchen dem Tornado zu entkommen, Vlad und Niki. Aber umso näher sie an den Tornado rangehen, umso höher gehen sie in die Luft. Ihr könnt es sehen, Triphobia Tornado, Freunde. Mann, ich glaube, sie sind entkommen, sie sind abgehauen. Und wie schnell sich der Tornado dreht. Sie sind weggelaufen, aber wo sind sie hin? Sie sind weggerannt. Freunde, habt ihr das gesehen? Sie sind gerade entkommen. Sie sind so schnell weggerannt, dass ich gar nicht gesehen habe, wo sie hingerannt sind. Ich weiß auch nicht, wo sie hingerannt sind. Habt ihr jetzt gesehen, wo sie hingerannt sind? Denkst du, die verstecken sich vielleicht dort auf dem Spielplatz? Ich sehe niemanden. Siehst du irgendjemanden? Vlad und Niki sind einfach weg. Aber warte mal, wo ist der Tornado hin? Dieser Triphobia-Tornado! Ich weiß es nicht, Freunde. Wir müssen auf jeden Fall Vlad und Niki mit euch zusammen retten. Die halbe Schule ist schon zerstört! Hörst du das? Es klingelt an der Tür. Wir müssen unbedingt die Türe öffnen. Was ist, wenn es Pocoyo ist, der unsere Hilfe braucht? Wir dürfen die Tür nicht öffnen. Was ist, wenn es das Handmeeresmonster ist und uns angreift? Aber es ist unsere Türe. Wir müssen sie öffnen. Ihr hört es ja. Die Person, die vor unserer Tür steht, klingelt die ganze Zeit. Worauf warten wir? Wir müssen zur Türe. Für euch, ihr lasst ein Like da. Ich bin so gespannt, wer hier an der Tür klingelt. Ich brauche eure Hilfe. Mein Freund Pocoyo ist in Gefahr und er versteckt sich gerade bei einer Baustelle vor dem Handmeeresmonster. Bitte, ihr müsst meinen Pocoyo retten. Ich liebe ihn so sehr. Danke, Nina, für den wertvollen Tipp. Tschüss. Ihr habt Nina gehört. Pocoyo befindet sich nicht am See. Pocoyo befindet sich bei der Baustelle. Deswegen müssen wir jetzt sofort unsere Drohne starten. Kein Wunder konnten wir Pocoyo nicht finden, denn er war gar nicht beim See. Sondern bei der Baustelle ist er. Deshalb dürfen wir keine Zeit verlieren. Wir müssen die Drohne in die Luft bringen. 3, 2, 1. Wir sind jetzt hier bei der Baustelle, genauso wie es Nina gesagt hat. Und hier soll sich angeblich Pocoyo verstecken vor dem Handmeeresmonster. Ich kann nur hoffen, dass wir jetzt wirklich
hier bei der Baustelle Pocoyo finden. Hier ist Pocoyo und er rennt weg. Natürlich rennt er weg vor dem Handmeeresmonster. Das bedeutet, Nina hatte recht. Zum Glück ist sie gekommen und hat bei uns an der Tür geklingelt. Die kam extra zu uns nach Hause und sagte, bitte, bitte fliegt zur Baustelle. Sie ist ja auch die Freundin von Pocoyo. Nina macht sich Sorgen um ihren Freund Pocoyo. Jetzt müssen wir nur schauen und aufpassen, wohin rennt Pocoyo. Ich habe ihn leider verloren, aber wir suchen jetzt das ganze Gebiet mit unserer Drohne ab und ihr schaltet nicht ab. Und wir können nur hoffen, dass das Handmeeresmonster in dem See bleibt. Das schauen wir jetzt. Leute, wir fliegen jetzt diese Schienen entlang. Vielleicht ist der Pocoyo hier irgendwo bei dem Zug versteckt. Pocoyo, wo bist du hin? Wir wollen dir helfen. Wir sind die Freunde von Nina. Ich fliege jetzt mal Richtung Parkplatz. Vielleicht versteckt er sich ja in dem Auto. Das ist natürlich eine sehr gute Idee. Da fliegen wir jetzt zusammen mit euch hin. Und ihr schaut zu. Das ist das Handmeeresmonster. Nein, es ist nicht mehr im See. Es zerstört die ganze Stadt. Was? Warum denn? Ich habe keine Ahnung. Wir folgen dem Handmeeresmonster. Natürlich zerstören wir die ganze Stadt. Wir müssen uns zurückziehen. Das ist viel zu heiß. Vielleicht geht unsere Drohne gleich kaputt. Ihr habt Pocoyo gesehen. Er zerstört gerade die ganze Stadt. Deswegen brauchen wir unbedingt eine Abkühlung und füllen diesen Eimer mit Wasser. Der Wassereimer ist jetzt gefüllt mit Wasser. Und was machst du jetzt mit dem vollen Wassereimer? Natürlich über meinen Kopf schütten. Jetzt bist du aber komplett nass. Das bedeutet, wir müssen jetzt direkt mit unserer Drohne zum See fliegen. Vielleicht ist dort Pocoyo und wir können ihn vor dem Handmeeresmonster retten. Ich hoffe, deine Abkühlung hat es gebracht. Wir sind jetzt nämlich hier bei dem See. Also abgekühlt bin ich auf jeden Fall. Ich bin ja immer noch ganz nass. Ihr könnt es erkennen. Hoffentlich finden wir hier mit euch zusammen Pocoyo. Da ist ja Pocoyo und er rennt schon wieder weg. Du hattest recht. Zum Glück hast du dir diesen Wassereimer über den Kopf geschüttet. Das war ein Zeichen, dass wir zusammen mit euch Pocoyo retten können. Und ihr müsst uns abonnieren, weil wir zwei sind extrem lustig und machen richtig coole Videos für euch. Und Abo ist auf YouTube komplett kostenlos. Schaut es euch an, er hat sich einfach einen Wassereimer über den Kopf geschüttet. Aber jetzt müssen wir schauen, wo Pocoyo hinrennt. Wir müssen ihn ja unbedingt retten vor dem Handmeeresmonster. Ihr habt es gesehen, er ist hier auf dem Weg entlang gelaufen. Wir fliegen jetzt diesen ganzen Weg zusammen mit euch ab und mal gucken, wo er uns hinführt. Hoffentlich ist in diesem See kein Handmeeresmonster. Da ist Pocoyo. Oh nein, er geht aber ans Wasser. Ihr könnt es sehen, er steht an dem Ufer und spielt mit dem Wasser. Nein, das darfst du nicht. Geh weg vom Wasser. Im Wasser ist das Handmeeresmonster. Vielleicht hat Pocoyo gar keine Angst, gegen das Handmeeresmonster zu kämpfen. Denkst du, deshalb geht er jetzt wirklich ganz nah ans Wasser heran? Wir fliegen jetzt mal dieses ganze Ufer entlang. Vielleicht finden wir das Handmeeresmonster. Weil Pocoyo war ja auch gerade am Ufer und der See ist auch sehr groß. Ich fliege mal mit der Drohne jetzt direkt über das Wasser. Vielleicht haben wir eine gute Sicht. Oh nein, da ist das Handmeeresmonster. Das war voll knapp. Ihr habt es gesehen, die Hand ist rausgekommen und wieder ins Wasser abgekommen. Und weißt du, warum die Hand rausgekommen ist? Weil das Handmeeresmonster unsere Drohne gehört hat. Der wollte die Drohne schnappen. Ich habe auch keine Ahnung, warum es Oh nein, was macht das Handmeeresmonster? Jetzt ist es ganz draußen. Ihr habt es gesehen mit diesem langen Rüssel wie die Hand. Er sieht Pocoyo. Er hat nach Pocoyo Ausschau gehalten. Warte mal, wir kriegen hier ganz viele WhatsApp-Nachrichten rein. Das Handmeeresmonster hat uns eine Nachricht geschickt. Ihr könnt es sehen und da ist ein Link. Sollen wir da jetzt draufklicken? Auf gar keinen Fall. Wir können doch nicht einfach auf den Link klicken vom Handmeeresmonster. Ihr seht es aber, das ist ein Quiz. Vielleicht müssen wir das Quiz hier richtig beantworten und so können wir Pocoyo retten. Dann müssen wir auf den Link klicken. Wir klicken jetzt auf den Link. Ihr schaltet nicht ab und ratet mit uns mit. Wir müssen das Quiz beantworten. Auf geht's. Das ist ja ein Quiz von Quizblitz und wir müssen jetzt jede Frage richtig beantworten, damit wir Pocoyo retten können. Auf jeden Fall danke an Quizblitz. So haben wir jetzt eine Chance. Ihr seht es hier, wir müssen den Film anhand eines Liedes erraten. Ihr müsst jetzt gut zuhören. Das sind wir richtig gut eigentlich. Ihr könnt alle natürlich mitraten. Okay, die erste Frage geht los. Ihr könnt hier die ganzen Filme sehen. Ich bin gespannt, mit was es losgeht. Oh mein Gott, sind es viele Filme. Okay, jetzt müssen wir hinhören. Hört genau zu. Okay. Kenn ich irgendwoher. Das ist doch Frozen. Das ist doch Elsa und Frozen. Die Eiskönigin. Lasst uns gucken, ob das wirklich stimmt, Leute. Ich hoffe, es stimmt. Es kann stimmen. Es muss stimmen. Leute, ihr hört es hier nochmal. Ihr hört sie. Es ist Elsa zu 100%. Ich bin gespannt. Ich glaube, wir sind auf jeden Fall richtig. Ja, es ist wirklich Frozen. Ihr könnt es sehen, Freunde. Es ist echt Frozen. Ja, natürlich, Elsa, wie sie singt. Okay, das heißt, wir haben die erste Frage richtig beantwortet. Wir müssen jetzt alle Fragen richtig beantworten. Und da kommt auch schon gleich die nächste Frage. Okay, das ist natürlich ganz einfach. Das ist doch logisch, das kann nur Rumi von den K-Pop Demon Hunters sein. Der Film heißt K-Pop Demon Hunters. Ihr habt es gesehen, ihr könnt jetzt gerne mit euch mitraten, aber wir haben recht und ihr habt recht. Und es war Rumi, man hat es an den Haaren gesehen.
gesehen. Ich bin gespannt und... Ja, natürlich! K-Pop Demon Hunters. Sehr, Perfekt. sehr gut. Jetzt kommt gleich auch schon die nächste Frage. Vielleicht wird es aber immer schwieriger. Mit jeder weiteren Frage wird es einfach schwieriger. Stimmt, das war jetzt eigentlich eine echt leichte Frage für uns. Okay, jetzt kommt die nächste Frage. Ich bin gespannt, wer es ist. Ich auch. Oh, das ist schwer. Das ist ein Tier gewesen. Ihr hört es. Zoo, irgendwas mit Zoo war doch in dem Lied gerade Es zu gibt hören. doch Zoomania 2. Du meinst Zootopia? Ja, Zootopia. Zootopia, hier steht es ja ganz unten in der Ecke. Hier steht Zootopia. Es ist richtig Zootopia, weil er so gesungen hat. Ihr kennt doch alle den Hase und den Wolf. Natürlich, die sind richtig cool zusammen. Das bedeutet, wir haben alle Fragen richtig beantwortet. Jetzt nächste Frage. Oh, was ist das denn? Das ist doch Kakamora. Das ist doch an dem Meer. Moana. Natürlich, in Hawaii. Moana, ihr kennt doch alle Moana mit Kakamora. Ja, Hawaii am Meer, das hat man doch deutlich gesehen. Und die Moana hat immer diese Kokosnuss und schmeißt die rum. Ich mag auch Kokosnuss. Ja, es ist wirklich Moana. Gott sei 4 von 4, wir haben bis jetzt alles richtig, danke. Schaltet nicht ab, ihr müsst auf jeden Fall mitraten. Nur mit euch können wir Pocoyo retten. Und lasst ein Like da für jede richtig beantwortete Frage. Die nächste Frage kommt. Ich bin gespannt, was es wird. Ich auch. Wir müssen zuhören. Es liegt mir auf der Zunge. Dance, dance, dance. Das ist Wednesday Addams. Aber der Film heißt und die Serie heißt Wednesday. Es ist Wednesday. Weil das ist Wednesday Addams, der Filmcharakter. Ihr kennt doch alle den Tanz, oder? Von letzten Jahr. Den machen wir doch jeden Tag. Okay, es ist wirklich Wednesday. Wie cool ist das denn? 5 von 5, wir sind richtig gut. Aber es wird immer schwieriger. Ja, da hast du recht. Ich muss wirklich zugeben, die Fragen werden nicht einfacher. Und die Bilder auch nicht. Jetzt kommt ein Gratisspiel. Die sehen für mich alle gleich aus. Wir müssten diesen einen Wednesday finden, die nicht passt. Wo ist es? Ja, aber wo? Ich weiß es nicht. Ihr entscheidet euch. Ich sag unterste Reihe irgendwo. Da in der Ecke rechts. Du hast recht, gerade noch mit der weißen Krawatte. Hier ist die Krawatte weiß. Bei allen anderen Wednesday ist die Krawatte schwarz. Das war aber jetzt in der... Das ist so gut gerade. Wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Alle Fragen wurden richtig beantwortet. Das bedeutet, wir können Pocoyo retten. Dank eurer Hilfe haben wir das Quiz bestanden und jede Frage richtig beantwortet. Deswegen können wir jetzt mit unserer Drohne zurück in die zerstörte Stadt fliegen. Dann starten wir unsere Drohne jetzt und ihr schaltet nicht ab in 3, 2, 1. Wir sind jetzt hier in der Stadt, wo das Handmeeresmonster alles zerstört hat. Hoffentlich finden wir dort jetzt auch endlich Pocoyo, damit wir ihn retten können. Natürlich, wir haben das Quiz ohne einen Fehler bestanden. Aber das ist übel schwierig, weil er so klein ist, kann man ihn überall gut verstecken. Ich fliege jetzt einfach mal weiter. Ihr habt es gesehen, wir sind weit oben. Damit kann das Handmeeresmonster uns erstmal nicht angreifen. Aber du siehst, wie viele Häuser da stehen. Da kann sich Pocoyo überall verstecken. Deswegen müsst ihr die Augen offen halten. Ihr dürft das Video nicht abschalten und müsst es bitte bis zum Ende anschauen. Ihr bleibt dran so lange, bis wir Pocoyo gerettet haben. Und ich fliege jetzt einfach mal geradeaus. Vielleicht haben wir da eine gute Chance, jemanden zu finden. Irgendwohin müssen wir fliegen. Und guck dir das Gebäude mal an. Das ist rund. Warum rund? So rund wie die Hand vom Handmeeresmonster. Vielleicht ist das die Zentrale von dem Handmeeresmonster. Vielleicht führt hier alles zusammen. Natürlich, da geht es hin und schläft. Okay, ich gucke jetzt mal. Leute, wir fliegen näher ran. Hoffentlich finden wir was. Weil das könnte ja auch ein Riesenpool sein. Normalerweise ergibt es gar keinen Sinn, dass das Gebäude rund ist. Ebenso rund wie ein Swimmingpool. Da schläft er die ganze Zeit. Und wenn er dann nicht schläft, geht er raus und zerstört die Stadt. Ja, und sucht Pocoyo. Deshalb fliegen wir ja mit unserer Drohne extra dahin. Ich fliege jetzt mal näher. Ihr seht hier unten die Gleise von dem Zug und da fliege ich mit euch jetzt hin. Da ist das Handmeeresmonster. Und er macht alles kaputt. Du darfst nicht zu nah ranfliegen, sonst zerstört er unsere Drohne. Ich fliege jetzt erstmal ein Stück in Höhe. Ihr habt es gesehen, da war das Handmeeresmonster und hat alles zerstört. Und ihr habt gesehen, wie knapp das war. Wir müssen echt aufpassen. Wir haben nur diese eine Drohne und die eine Chance. Ich fliege jetzt einfach mal weg von hier. Ihr seht hier ganz viel grünes Gras. Endlich mal weniger Häuser, weil das Handmeeresmonster hat wieder ein Haus zerstört. Ich weiß auch nicht, woher er die ganze Energie nimmt und die Kraft vor allem. Aber die Frage ist immer noch, wo versteckt sich Pocoyo? Wo ist er denn hin? Vor allem das Handmeeresmonster ist 5-mal so groß wie Pocoyo, 10-mal so groß. Wir haben extra das Quiz gewonnen, dafür, dass wir jetzt Pocoyo retten. Ihr dürft aber nicht vergessen, das Quiz kam vom Handmeeresmonster. Ja, natürlich, habt ihr noch gesagt, klickt nicht auf den Link. Wir mussten draufklicken für euch, ihr wolltet doch auch das Quiz raten. Vielleicht war es aber eine Falle vom Handmeeresmonster. Schau, was passiert. Das Gute ist, das Handmeeresmonster hat unsere Drohne noch nicht gesehen, deswegen konnte er sie auch noch nicht zerstören. Aber das Problem ist wiederum, dass wir Pocoyo noch nicht gesehen haben. Ihr haltet die Augen offen, ihr seht es hier. Hier ist ganz freie Fläche, aber keine einzige Person ist da. Das sieht hier aus wie Sand. Okay, aber wohin müssen wir jetzt fliegen? Ja, pass auf, du darfst auf jeden Fall nicht auf den Boden auffallen. Ich folge jetzt einfach mal der Straße und geradeaus. Da ist ja Pocoyo. Und das Handmeeresmonster
Handmeeresmonster verfolgt Pocoyo. Nein, das ist ja richtig knapp. Ich kann gar nicht hinsehen. Ihr seht es, Pocoyo rennt weg und das Handmeeresmonster verfolgt ihn. Aber was krass ist, Pocoyo ist ja richtig schnell. Natürlich, er ist auch ein bisschen kleiner und ein bisschen kleiner und schneller. Der macht Taki, Taki, Taki. Und was machen wir jetzt? Wo sind wir hin? Wo sind sie hin? Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe sie verloren. Hat es Pocoyo geschafft? Ist er weggegangen? Es sieht so aus, als wäre Pocoyo abgehauen. Und das Handmeeresmonster hinter ihm her. Aber wo ist Pocoyo hin? Habt ihr es vielleicht gesehen, wo Pocoyo hingelaufen ist? Sind sie nach links oder nach rechts oder zurück oder nach vorne? Ich glaube nach links. Wir fliegen jetzt einfach mal nach links. Denkst du zur Wiese? Oder ja? Natürlich, wäre ich Pocoyo, würde ich vielleicht auch auf einen Baum klettern oder sowas. Oder unter dem Baum sich verstecken oder im Baum drin. Ich oder weiß in nicht. der Wurzel des Baumes. Meinst du? Ja, natürlich, die Baumhaus. Aber was machen wir denn jetzt? Ich habe eine Idee. Wir fliegen mit unserer Drohne jetzt direkt zum Kino. Kino ist echt gut, weil Pocoyo geht sehr oft und sehr gerne ins Kino. Ich hoffe, dass wir hier Pocoyo finden. Ich bin mir ziemlich sicher, weil Pocoyo geht wirklich sehr gerne ins Kino. Und das Gute ist, das Kino ist ein geschlossener, dunkler Raum. Da kommt das Handmeeresmonster nicht so einfach rein. Und wenn Pocoyo im Kinosaal sitzt, ist es auch ein super Versteck. Und schau dir dieses Gebäude an. Hier könnte sich Pocoyo in jeder einzelnen Etage verstecken. Das ist echt ein sehr großes Kino. Und ich sehe aber niemanden. Ich sehe, ihr müsst nach was Blauem Ausschau halten. Blau wie Pocoyo. Ihr seht es, hier sind lauter Vorhänge, aber ich sehe kein Pocoyo. Aber wo ist er denn hin? Er muss zum Kino gegangen sein. Ich habe ein gutes Gefühl beim Kino. Vielleicht versteckt sich ja Pocoyo im Gully unter der Erde. Ich kann nur hoffen, dass das Handmeeresmonster ihn nicht bis zum Kino verfolgt hat. Ihr seht hier drüben das Kino. Ich fliege jetzt einfach mal rein. Vielleicht können wir mit der Drohne in das Kino reinfliegen. Das wäre natürlich eine super Sache, wenn wir jetzt durch den Eingang fliegen könnten. Und ihr seht es ja auch. Palladium Theater. Hier steht es. Das ist das Kinotheater. Das größte Kino der Welt! Wir fliegen rein mit euch zusammen. Ihr lasst nochmal einen dicken Like da und abonniert unseren Kanal. Aber sei jetzt vorsichtig, wenn wir in das Kino fliegen, weil ich bin mir sicher, Pocoyo ist hier irgendwo. Ganz vorsichtig. Oh nein, das ist das Handmeeresmonster und es verfolgt immer noch Pocoyo! Pocoyo rennt immer noch von dem Handmeeresmonster davon. Von der Wiese bis zum Kino gibt es eine ganze Verfolgungsjagd! Ich verstehe gar nicht, wie das Handmeeresmonster immer Pocoyo verfolgen kann. Ich weiß es auch nicht. Was macht denn Pocoyo? Er hat doch gar nichts falsch gemacht. Ich habe nicht aufgepasst, Freunde. Ich habe sie verloren. Wo sind sie hin? Dieses böse Handmeeresmonster! Wir müssen es endlich mit euch zusammen aufhalten! Es nervt mich! Es ist aber weg. Ihr seht es, Pocoyo ist weg und das Handmeeresmonster auch. Sind die ins Kino gegangen? Ich weiß es nicht. Wo sind die hin? Ich weiß es nicht, ich habe nicht aufgepasst! Vielleicht ist das Handmeeresmonster auf das Dach geklettert. Das kann natürlich sein, weil von oben hat er einen besseren Überblick. Ich fliege jetzt mal mit euch auf das Dach. Vielleicht finden wir da oben ja irgendjemanden. Das Handmeeresmonster nervt, es muss verschwinden. Ihr seht es aber. Ich sehe auf dem Dach niemanden. Da ist keiner. Denkst du, da ist wirklich keiner? Siehst du jemanden? Nein, bis jetzt sehe ich niemanden. Ich fliege jetzt einfach mal auf die andere Seite von dem Dach. Weil das Dach ist ja so groß, da kann überall jemand sein. Ich sehe aber kein Pocoyo und kein Handmeeresmonster. Nee, auf dem Dach ist auch niemand. Das gibt es doch nicht. Die waren doch gerade eben noch da. Und ihr seht es, hier ist weit und breit kein Pocoyo. Wo bist du hingegangen, Pocoyo? Nino wartet auf dich. Und Ellie wartet auch. Ja, und Pato, der heult schon. Was machen wir denn jetzt? Wohin sollen wir fliegen? Wenn ihr eine Idee habt, lasst es uns gerne wissen. Die sind auf keinen Fall ins Kino. Die müssen da irgendwo sein, entweder unten oder oben. Ich schaue nochmal auf dem Dach. Vielleicht haben wir irgendwo auf dem Dach etwas übersehen. Da muss doch irgendwas sein oder ein Hinweis. Habt ihr das gerade gesehen? Die wurden von dem Hand-Sea-Monster aufgegessen. Und jetzt ist das Handmeeresmonster in diesem See untergetaucht mit Flatoniki. Haben Sie dieses Schild etwa nicht gesehen? Hier steht es doch, Warnung vor dem Handmeeresmonster. Und hier unten steht noch ein Text. Das Handmeeresmonster lebt in diesem See. Und da sind Flatoniki reingesprungen, um zu schwimmen. Dieses Schild müssen Vlad und Niki auch übersehen haben. Hier steht es ganz groß. Gefahr. Schwimmen nicht erlaubt. Und trotzdem sind Vlad und Niki hier in diesen See schwimmen gegangen. Natürlich, du kennst doch die zwei Brüder Flatoniki. Sie wollen Spaß haben und bei den Temperaturen sind sie einfach in den See gesprungen. Ich renn jetzt in den See und versuche Vlad und Niki vor dem bösen Handmeeresmonster zu retten. Lass jetzt unbedingt ein Like da. Hoffentlich findet er Flatoniki und kann sie retten. Wo sind Vlad und Niki und das Hand-Sea-Monster verschwunden? Ich kann sie nirgendwo finden. Ich hoffe, meinem besten Freund passiert nichts. Während er hier hinten in dem See schwimmt, schaut ihr das Video bis zum Ende. Leute, ich habe gerade den ganzen See abgesucht, aber Vlad und Niki nicht gefunden. Und das Handmeeresmonster war hier auch nirgendwo. Zum Glück geht's dir gut und ist dir nichts passiert. Aber was machen wir denn jetzt? Lass uns doch unsere Drohne starten und den ganzen See aus der Luft absuchen. Das ist ja eine echt gute Idee. Ich habe aber echt Angst vor dem Handmeeresmonster. Zum Glück haben wir euch. Wir gehen jetzt nach Hause und starten dann zusammen mit euch die Drohne. Kommt mit. Stopp, ich glaube, aus dem Gully da vorne kommt das Handmeeresmonster.
Du hast recht, das Monster verfolgt uns. Wir müssen hier schnell weg. Wir müssen nur wegrennen. Wir konnten gerade ganz knapp dem Handseemonster entkommen. Deswegen starten wir die Drohne jetzt sofort und retten Vlad und Niki. Unsere Drohne ist jetzt in der Luft. Wir müssen unbedingt Vlad und Niki finden. Das sind Vlad und Niki. Du hast recht, da unten laufen 2 junge Typen. Wir haben sie endlich gefunden. Nein, warte mal, schaut es euch mal genau an. Das sind nicht Vlad und Niki. Du hast vollkommen recht, das sind nicht Vlad und Niki, aber sie winken uns zu. Das bedeutet, diese 2 jungen Männer wollen uns einen Hinweis geben. Sie wollen uns bestimmt warnen. Natürlich, das ist ein Zeichen und schau mal, wo die hinlaufen, zum See. Sie sind jetzt extra über das Geländer geklettert, wo dran steht, betreten verboten. Wissen die nicht, wie gefährlich das ist? Genau da ist doch das Handseemonster. Vielleicht sind das die Freunde von Vlad und Niki. Schau mal das Schild an. Auf dem Schild steht drauf Warnung. So ein Schild haben wir auch gerade gesehen. Natürlich, genau da drin ist das Handseemonster. Und sie zeigen sogar auf den See. Sie möchten, dass wir den See abfliegen. Und da ist schon das Handseemonster. Ihr könnt es sehen, das böse Handseemonster ist hier in dem See drin. Die Kinder hatten recht. Das sieht so gruselig aus und wie groß das ist. Aber wo sind Vlad und Niki? Das bedeutet, wir müssen Vlad und Niki hier suchen. Wir haben die noch gar nicht entdeckt. Nur die 2 Kinder und das Handseemonster. Vielleicht konnten ja Vlad und Niki entkommen und verstecken sich hier irgendwo. Hoffentlich ist denen nichts passiert. Du weißt doch, wie das Handseemonster drauf ist. Wir müssen jetzt zusammen mit euch diesen ganzen See abfliegen und Vlad und Niki... Verfolgt es. Oh mein Gott, schaut euch jetzt an. Vlad und Niki sind ganz schnell und sie versuchen dem Handmeeresmonster zu entkommen. Sie schwimmen und schwimmen und schwimmen. Ich glaube, sie haben es geschafft. Ich glaube, sie konnten so knapp dem Handmeeresmonster entkommen. Bist du dir ganz sicher? Aber wo sind sie denn dann hin? Sie verstecken sich hier irgendwo. Vielleicht sind sie an Land und verstecken sich jetzt im Wald. Natürlich, zwischen den ganzen Bäumen. Aber was haben wir herausgefunden? Das Handmeeresmonster kann auch an Land. Ihr habt's gesehen, das Handseemonster kam aus dem Gullideckel. Das heißt, es kann auch an Land. Das heißt, es muss ein gutes Versteck sein von Vlad und Niki. Ich bin jetzt extra ganz hoch geflogen, aber ich sehe niemand. Ich sehe auch überhaupt niemand. Vlad und Niki rufen uns an. Zum Glück, ich dachte schon, ihnen ist etwas passiert. Hebt unbedingt ab. Hallo Vlad und Niki, wie geht es euch? Hier sind Vlad und Niki. Wir sind gerade an Land und konnten uns nur knapp vor dem Handseemonster retten. Er war direkt hinter uns und hätte uns fast geschnappt. Wir wissen nicht, wo es jetzt ist, aber es muss noch irgendwo im See lauern. Wir kommen jetzt zu euch nach Hause. Macht die Tür auf, wenn wir da sind. Wir sind in etwa 3 Minuten bei euch. Wir dürfen keine Sekunde verlieren. Helft uns, bevor es zurückkommt. Vlad und Niki haben aufgelegt. Hast du gehört, was Vlad und Niki gesagt haben? Was sollen wir denn jetzt machen? Aber was ist, wenn nicht nur Vlad und Niki kommen, sondern auch das böse Handmeeresmonster? Nur du kannst es jetzt verhindern, indem du diesem Video ein Like da lässt. Damit unser Plan auch wirklich funktioniert, müssen wir mit euch zusammen jetzt alle Fallen aufbauen. Unser erster Prank ist der Frischhaltefolien-Prank, Freunde. Ihr kennt ihn. Der hat schon immer geklappt. Bei Phantom, bei allen hat er funktioniert und den werden wir heute jetzt wieder aufbauen. Let's go. Dafür wickeln wir ganz viel Frischhaltefolie um das Gartentor hier, Freunde, und hoffen, dass sie danach hier gegenlaufen und umfallen. Weil die Frischhaltefolie durchsichtig ist, sieht man sie nicht und man muss einfach nur dagegen laufen, dann hat man sie schon mal blockiert. Freunde, der erste Prank ist fertig. Unser zweiter Prank ist der Klassiker, der Wassereimer-Prank hier über dieser Tür, Freunde. Der absolute Klassiker, deshalb wird auch als Kampfstell benutzt, der Wassereimer-Prank, aber diesmal füllen wir kein Wasser ein, sondern eine kleine Überraschung. Hier ist unser Wassereimer, da füllen wir jetzt ganz viel Wasser rein, weil diesen Eimer werden wir nachher auf den Kopf der Tür Und stellen. als kleines Extra wird auch noch Gurkenwasser reingemacht. Wassereimer hatten wir immer, aber dieses Mal mit Das riecht so ekelhaft nach Essen. Gurkenwasser, echtes Gurkenwasser. Und den machen wir jetzt oben auf die Tür. Diesen Eimer werden wir jetzt hier oben auf der Tür platzieren und wenn Vlad und Niki dann später die Tür aufmachen, wird der Eimer hoffentlich auf den Kopf fallen. Das ist einer der lustigsten Pranks. Ihr müsst auf jeden Fall dranbleiben und einen Daumen nach oben lassen und schreibt doch mal Prank in die Kommentare. Wenn du jetzt die Tür aufmachst hier, Flexi, werden die komplett nass. Jetzt fehlt nur noch die GoPro, die alles filmt. Wir stellen jetzt hier die Kamera auf. Hier steht die GoPro mit dem perfekten Blick auf die Tür und wenn die reinkommen, werden sie hoffentlich nass. Ich freue mich. Kommen wir zum nächsten Prank. Unsere dritte Falle nach dem Wassereimer-Prank ist dieser Stolperdraht. Mach, Flexi, mach mal. Wenn sie hier durchlaufen und den Stolperdraht berühren, wird diese Konfettikanone ausgelöst und die werden so komplett getroffen und abgeschossen. Niki voller Konfetti, das wollt ihr doch alle bestimmt sehen. Dann lassen wir alle ein Like da für diese krasse Falle. Alter. Der Prank ist der Wahnsinn. Nächster. Hier haben wir jetzt ganz viele Knallbonbons. Die sehen aus wie Süßigkeiten. Aber wie der Name schon sagt, knallen sie. Hört mal hin, Freunde.
Und wir hoffen, dass natürlich Vlad und Niki Hunger haben und Bock haben auf ein Leg paar die mal hier hin, Süßigkeiten. die werden sich dann erschrecken vor dem Ganz lauten genau, die Knall. nehmen sich hier Süßigkeiten, ziehen dran und dann macht's Peng und sie erschrecken sich. Aber jetzt haben wir noch große Finale, Auf Freunde. jeden Fall dran. Unseren nächsten Prank werden wir draußen aufbauen. Sie wollen ja unbedingt diesen Koffer haben. Und wenn Sie alle Pranks durchlebt haben, kommen Sie hierher wieder raus. und hier gibt es dann ein kleines Feuerwerk, Freunde. Ganz genau. Dafür haben wir eine Zündschnur und die werden wir gleich in unser Hauptquartier unten in die Kommandozentrale ziehen. Klar, Flex, ist der Koffer am Start, alles die präpariert. Vulkane sind am Start. Okay, und jetzt auf geht's. Zieh die Schnur. Ziehen wir die Schnur. Die Schnur wird abgerollt. Alle unsere Fallen sind jetzt aufgebaut. Ihr habt es gesehen, wir haben draußen unsere Frischhaltefolie, dann haben wir unseren Wassereimer, die ganz große Konfettikanone und unser Feuerwerk. Jetzt fehlen nur noch Vlad und Niki. Wir müssen Vlad und Niki jetzt irgendwie zu uns nach Hause locken. Aber wie sollen wir das denn anstellen? Wir haben doch hier unsere Drohne, damit können wir Vlad und Niki überwachen und zu uns locken. Aber wir müssen aufpassen, das Handmeeresmonster verfolgt Vlad und Niki, der könnte unsere Drohne zerstören. Wir müssen auf jeden Fall mit euch zusammen ganz weit nach oben fliegen, damit das böse Handmeeresmonster unsere Drohne nicht kaputt macht. Dann haben wir eine Chance, dass Vlad und Niki wirklich hierher kommt und in unsere Fallen tritt. Ihr abonniert nochmal unseren Kanal und schaut das Video bis zum Ende. Unsere Fallen müssen doch mit euch ausgelöst werden. Ich freue mich am meisten auf die Falle mit dem Wassereimer an der Türe. Dann lasst uns keine Zeit verschwenden und sofort die Drohne starten. Hoffentlich finden wir Vlad und Niki und das Handmeeresmonster. Unsere Drohne ist jetzt in der Luft und wir suchen Vlad und Niki. Alle unsere Fallen sind aufgebaut, jetzt fehlen nur noch die beiden Brüder. Ich freue mich schon so auf den Wassereimer, das wird richtig cool. Alle Pranks sind so lustig, hoffentlich finden wir Vlad und Niki schnell mit unserer Drohne. Wir fliegen jetzt mit euch einfach mal die Straße entlang und hoffentlich finden wir Vlad und Niki. Ihr wisst ja, wie sie aussehen. Orangenes T-Shirt und ein gelbes T-Shirt. Und die beiden sind bestimmt draußen und da sind sie schon. Ihr könnt es sehen, sie laufen auf der Straße. Wie du es gesagt hast, T-Shirt orange, T-Shirt gelb. Und sie sind auf dem Weg zu uns? Stimmt, dieser lange Weg würde zu uns führen. Heißt aber nicht, dass sie auch wirklich zu uns kommen. Warte mal, ich glaube, die zwei streiten sich. Ihr könnt es sehen, die schuppen sich gegenseitig. Du hast recht, die laufen nicht nur einfach, sondern die streiten wirklich. Aber über was streiten die denn? Leider haben wir keinen Ton bei unserer Drohne, deswegen können wir nicht hören, was die zwei sagen. Vielleicht hat das was mit dem Handmeeresmonster zu tun. Du meinst, sie sind auf der Seite von dem Handmeeresmonster? Das glaube ich nicht. Vlad und Niki sind doch immer ganz cool gewesen. Ihr könnt es auf jeden Fall sehen, Vlad und Niki sind Brüder und die lieben sich eigentlich, aber hier streiten die. Die bleiben einfach stehen und laufen gar nicht weiter und gehen jetzt auf die Wiese. Ich weiß auch nicht, was sie machen. Wir müssen sie zu uns locken. Ich will unbedingt, dass sie in all unsere Fallen hineinlaufen. Und du willst es doch bestimmt auch sehen, deshalb lass ein Like da und es werden alle Fallen funktionieren. Überlegt euch mal, wenn sie bis zu unserem Garten laufen, dann kommt am Ende das große Feuerwerk. Feuerwerk, ich liebe Feuerwerk. Okay, wir müssen jetzt aber versuchen, sie irgendwie zu uns zu locken. Die reden überhaupt nicht mehr miteinander. Seht ihr das? Die stehen Rücken an Rücken und sagen kein einziges Wort mehr. Der Große dreht sich aber gerade um. Ihr seht es. Was macht der Große? So kriegen wir sie nie hierher. Die müssen sich wieder versöhnen und uns die Drohne folgen. Schau mal, Vlad entschuldigt sich bei Niki. Vlad ist der Große mit dem Orangenen. Das ist eine gute Idee. Wenn die sich jetzt entschuldigen, dann laufen sie vielleicht mal wieder weiter. Und du kannst es sehen, die zeigen auf irgendwas. Was meinen die damit? Unsere Überwachungskamera? Nein, wahrscheinlich das Handmeeresmonster, weil es so groß ist. Denkst du, das ist wirklich noch in der Nähe von Vlad und Niki? Die sind dem Handmeeresmonster entkommen. Das bedeutet, das Handmeeresmonster hat hier Vlad und Niki verfolgt. Und einer der beiden wollte es besiegen und das andere wollte abhauen. Ich kann es nicht glauben. Wir müssen zu uns kommen. Wenn sie jetzt nach rechts laufen, dann gehen sie zu uns. Dann bitte lauft jetzt nach... Die trennen sich. Die teilen sich auf. Vlad geht nach rechts und Niki, der Kleine, nach links. Und was ist, wenn jetzt nur einer zu uns kommt? Das weiß ich nicht. Wir müssen auf jeden Fall das beide tun. Da ist das Handmeeresmonster! Ihr seht es und es verfolgt den kleinen Niki. Und schaut mal, wie groß das ist. Das ist so hässlich. Was macht das Handmeeresmonster? Ich kann es nicht glauben. Ich hoffentlich... Oh, der rennt zurück. Schnell, rennen. Ihr könnt es sehen, Niki rennt zurück zu Vlad. Das ist gut. Die Brüder müssen vereint bleiben. Das bedeutet, Niki ist dem Handmeeresmonster um Haaresbreite entkommen. Aber das bedeutet auch, dass das Handmeeresmonster auch da ist. Leute, ich hoffe nicht, dass das Handmeeresmonster zu uns nach Hause kommt. Das wäre nicht gut. Das ist zu groß. Das kann die Fallen gar nicht funktionieren. Schaut euch die zwei an. Sie reden über irgendwas. Natürlich über das Handmeeresmonster, weil es so
so knapp war. Und Niki macht irgendwelche Handbewegungen. Ich sag dir doch, der eine Bruder will das Handmeeresmonster besiegen und der andere will lieber abhauen. Ihr habt es gesehen, die haben sich gerade die Hand geschüttelt, als würde Vlad Niki sein Leben gerettet haben. Die haben gleich einen Deal gemacht, damit die jetzt beide abhauen. Und das Gute ist, die laufen direkt zu uns. Schaltet nicht ab, ihr wisst doch, wir haben hier 5 Fallen vorbereitet. Und die sind alle super lustig. Ihr dürft auf keinen Fall abschalten und das Video bis zum Ende schauen. Das Gute ist, beide sind nach rechts gelaufen. Das bedeutet, beide sind gerade auf dem Weg zu uns. Jetzt dürfen sie den Weg aber nur noch folgen und nicht wieder irgendwo hingehen. Das Handmeeresmonster, ihr könnt es sehen, es verfolgt die zwei. Und Vlad und Niki können es nicht sehen. Es ist genau hinter ihnen. Die drehen sich nicht um. Vlad und Niki wissen nicht, dass das Handmeeresmonster sie gerade verfolgt. Ganz da hinten ist es und sie gehen einfach nicht weiter. Ich kann nicht hinschauen, ihr könnt es sehen, Freunde. Lasst unbedingt jetzt noch ein Like da für Vlad und Niki, dass sie zu uns nach Hause kommen. Aber du siehst, das Handmeeresmonster ist ja dann auch auf dem Weg zu uns, weil es genau der richtige Weg ist zu uns. Wir fliegen weiter und beobachten Vlad und Niki. Ich bin schon so gespannt, wo sie hinlaufen. Was ist das denn? Ich weiß es auch nicht. Das ist ein großes Auto steht da. Die gehen zu dem Traktor. Ein Traktor ist das mit solchen großen Rädern. Die wollen damit bestimmt das Handmeeresmonster besiegen. Oder damit wegfahren, weil ein Traktor ist viel schneller, als wenn man läuft. Ich weiß auch nicht, was sie machen. Die wissen auf jeden Fall nicht, dass das Handmeeresmonster ihn gerade verfolgt. Niki hat gerade so gemacht, er will unbedingt den Traktor fahren. Aber sie haben keinen Schlüssel. Sie können die Tür nicht öffnen. Natürlich, der Traktor ist abgesperrt. Die kommen ja gar nicht rein. Sie gehen irgendwo hin. Sie zeigen zu unserem Haus. Ja, natürlich, diesen Weg entlang. Ihr müsst doch nur einfach weiterlaufen und dann kommt ihr direkt zu uns. Sie fangen an zu rennen. Sie rennen genau zu uns nach Hause. Ihr habt es gerade auf den Drohnenaufnahmen gesehen. Vlad und Niki wurden von dem Handmeeresmonster verfolgt. Und sie rennen gerade zu uns nach Hause. Das bedeutet, wir können gleich die Fallen aktivieren. Wir haben bei jeder Falle eine eigene Kamera aufgebaut und versteckt. Damit können wir sehen, was bei jeder einzelnen Falle mit Vlad und Niki passiert. Vlad und Niki müssten auch gleich jeden Moment da sein. Und wir werden jetzt in den Keller gehen und schauen. Wir sind jetzt bei uns im Keller. Hier kann uns Vlad und Niki nicht finden. Und wir schalten jetzt direkt zur Kamera zum Eingang. Ihr seht hier schon die Kamera am Eingang, aber da ist noch niemand. Und da ist unsere Frischhaltefolie, unser erster Streich. Da sind sie, da sind Vlad und Niki. Sie kommen wirklich zu uns nach Hause. Ihr könnt es sehen und die Frischhaltefolie. Hoffentlich entdecken sie sie nicht. Und sie müssen direkt reinlaufen, dann wird's lustig. Sie gehen die Treppen hoch. Ich bin schon so gespannt, was passiert. Ja, sie laufen direkt rein. Ihr könnt es sehen, Freunde, sie sind einfach dagegen gelaufen. Lasst jetzt auf jeden Fall mal ein Like da, dass der erste Streich funktioniert hat. Unsere erste Falle hat wirklich geklappt und sie gehen unten drunter durch. Natürlich, sie müssen ja unten drunter durchgehen, weil ja oben die Frischhaltefolie ist. Und was macht der große Vlad? Er geht natürlich auch unten drunter. Du weißt aber, was passiert nach der Frischhaltefolie? Müssen sie zur Türe kommen. Und auf der Türe haben wir den vollen Eimer mit Wasser hingestellt. Ich bin mal gespannt, wer als erstes reingeht. Ihr seht hier oben den Wassereimer. Da ist der Wassereimer. Es hat funktioniert, Freunde. Wie cool war das denn? Er wurde komplett nass. Schaut euch die Zeitlupe an. Wie cool ist das? Voller Wasser und voll im Gesicht. Der kleine Niki ist jetzt klatschnass. Ja, er ist nass und so muss er jetzt weiter zu uns nach Hause. Jetzt kommt der Stolperdraht. Schaltet nicht ab. Ich bin schon so gespannt, wenn der Stolperdraht kommt. Du hast vollkommen recht. Jetzt kommt gleich der Stolperdraht. Oh, sie regen sich aber langsam auf. Wir haben sie wieder dazu bewegt, sich aufzuregen. Sie machen den Eimer kaputt. Nur weil du ganz nass bist, da können doch wir nichts dafür. Sie sind entschlossen, noch weiter in unser Haus zu gehen. Der Stolperdraht. Schau mal, sie laufen ganz vorsichtig, als wüssten sie, dass jetzt der Stolperdraht kommt. Da ist er und... Es hat geklappt, ihr habt es gehört. Habt ihr das ganze Konfetti gesehen? Die Konfettikanone hat ausgelöst und hier seht ihr es nochmal aus der Sicht der Konfettikanone. In cooler Zeitlupe. Es hat total funktioniert. Wir haben euch doch gesagt, wir haben überall Kameras aufgebaut, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das Tolle ist, bis jetzt hat jede Falle funktioniert. Dafür lasst ihr alle mal ein Like da. Und abonniert bitte unseren Kanal dafür, dass wir uns so viel Mühe gegeben haben für euch da draußen. Pass auf, sie wollen jetzt weiterlaufen. Sie haben unsere Konfettikanonenfalle komplett zerstört. Das ist aber sehr gut, weil sie hat echt gut funktioniert. Jetzt bin ich echt gespannt, was jetzt noch alles passiert. Ihr wisst, was jetzt kommt. Die Knallbonbons auf unserem Stuhl. Sie haben sie entdeckt. Und wenn sie die jetzt aufmachen, dann... Und sie denken, es wäre was zu essen, aber ist es nicht. Pass auf. Boah. Habt ihr das gehört, Leute? Man hat sogar durch die Decke vom Keller gehört. Deshalb hält er sich auch die Ohren zu, weil das so laut war. Es hat richtig Bumm gemacht. Die sind gerade über uns, aber weißt du, was jetzt passiert? Wenn sie raus in den Garten laufen, müssen wir die Zündschnur anzünden. Ja, weil da kommt natürlich das große Feuerwerk. Lass uns die Zündschnur anmachen. Wir haben von dem Koffer oben im Garten hier bis runter in den Keller eine Zündschnur gelegt. Wir müssen aber leise sein, weil Vlad und Niki sind jetzt genau über uns. Bist du bereit? Ja. Damit lösen wir das Feuerwerk aus
aus. Bleibt auf jeden Fall dran, es geht jetzt wirklich gleich los. Oh mein Gott. Alter, ihr seht es jetzt, diese Zündschnur, die läuft Die geht nach jetzt oben. hoch, bis in den Garten, bis zum Flex. Koffer. Oh, Alter, voll, die zieht's rein. heftig. Ihr seht aber die Zündschnur noch. Verschwindet Die jetzt. geht jetzt ganz nach oben, bis auf den Garten und da ist der Koffer. Ey Leute, lasst mal einen fetten Like, da schreibt doch mal Prank in die Kommentare. Wir wissen ungefähr, wie lange das ist. auf die Wir haben Kameras noch ganz gucken. bisschen. Komm. Die Zündschnur ist jetzt an und sie führt direkt nach oben. Und ihr könnt hier die Zündschnur auf dem Boden sehen. Und die geht ganz langsam jetzt sofort zum Feuerwerk. Obwohl Vlad und Niki sie sehen, wissen sie nicht, was jetzt gleich passieren Schaut wird. es euch an, gleich geht das Feuerwerk los. Ich halte mir schon mal die Ohren zu, falls Ich es lauter auch. wird. Oh mein Gott, kannst du das sehen? Es funktioniert, Freunde. Unsere letzte Falle hat wirklich funktioniert. Und Vlad und Niki können einfach nicht den Koffer greifen, weil da das Feuerwerk oben drauf ist. Wie cool ist das denn? Jede einzelne von unseren Fallen hat funktioniert. Ah, warte mal, sie haben den Koffer. Und sie hauen ab. Gehen die jetzt einfach durch den Garten oder wohin gehen die? Wohin rennen die? Ich habe keine Ahnung. Was sollen wir denn jetzt machen, wenn Vlad und Niki einfach abhauen? Ich glaube, die hauen ab. Wir müssen nach oben. Ich kann es nicht glauben. Jede einzelne Falle hat funktioniert. Aber Vlad und Niki sind durch den Garten abgehauen. Was machen wir denn jetzt? Ich rufe jetzt einfach mit euch Vlad und Niki an. Hoffentlich gehen sie ran. Es klingelt, aber keiner geht ran. Wir haben doch noch unsere Drohne. Die können wir jetzt starten und Vlad und Niki verfolgen. Dann müssen wir uns jetzt aber beeilen. Sie müssen noch ganz in der Nähe sein. Ihr lasst ein Like da dafür, dass unsere Fallen so gut funktioniert haben. Und wir starten jetzt unsere Drohne. Ab in die Luft damit. Ich bin schon so gespannt, wo Vlad und Niki jetzt hinlaufen, nachdem wir sie in unsere Fallen gelockt haben. Nach den Fallen sind sie einfach beide durch den Garten abgehauen. Schau mal da unten, seht ihr das hinter dem weißen großen Auto? Da läuft irgendjemand. Sind das vielleicht Vlad und Niki? Wir fliegen weiter. Wie cool wäre das, wenn wir jetzt Vlad und Niki ficken, nachdem sie komplett nass sind? Warte, aber das ist ja nur eine Person. Das ist Niki, der kleine Bruder. Wie, Niki ist ganz alleine und wo ist Vlad? Und ihr seht es, wenn ihr zurückspult, der hat den Koffer noch in der Hand. Den hatten wir doch im Garten versteckt mit dem Feuerwerk. Und der hat den Koffer mitgenommen. Ja, aber wo ist sein Bruder? Wo ist Vlad? Ihr könnt es sehen, Niki telefoniert gerade vielleicht mit seinem Bruder Vlad. Hat Niki vielleicht irgendwas Böses vor nach den ganzen Fallen? Oder die haben sich aufgeteilt wegen dem Handmeeresmonster. Natürlich, weil das Handmeeresmonster ist ja auch immer noch bei uns in der Nähe. Leute, ihr dürft auf gar keinen Fall abschalten. Wir verfolgen jetzt hier einfach mal Niki und das ist ein Auto. Oh nein, pass doch auf, hinter dir ist ein Auto. Was ist, wenn in diesem Auto Vlad drin ist? Oder das Handmeeresmonster versteckt sich im Auto reingequetscht. Schau mal, Niki redet mit der Person im Auto. Weil er den Weg nicht weiß. Er fragt nach dem Weg, weil er irgendwo hin will. Wir müssen auf jeden Fall dranbleiben. Dieses Video ist viel zu cool, Leute. Ihr dürft nicht abschalten und müsst es bis zum Ende anschauen. Ich bin jetzt echt gespannt, was Niki vorhat, hier ganz alleine. Er läuft aber weiter. Vielleicht trifft er sich jetzt gleich mit Vlad. Ja, aber mit wem? Mit Vlad, bist du dir sicher? Vlad und Niki sind Brüder und natürlich müssen die zwei sich eigentlich wieder treffen. Aber die haben sich doch gerade erst nicht hier getroffen und dann getrennt. Schau mal, der hat den Koffer in der Hand, als würde er ihn um keinen Preis hergeben wollen. Vielleicht haben die sich gestritten. Er wollte den Koffer und Vlad wollte den Koffer. Was macht er denn jetzt? Er setzt sich hin. Was macht er? Weint er etwa? Das kann doch nicht sein. Hat er vielleicht seinen Bruder verloren? Oder lacht er? Ich glaube, er lacht. Lacht Vlad oder Niki oder weint Vlad oder Niki? Er freut sich. Ich glaube, dass er sich freut. Dass er seinen Bruder abgehängt hat. Und er den Koffer alleine hat. Das bedeutet, Vlad und Niki sind verfeindet? Ihr wisst doch noch, ganz am Anfang haben sie sich auch schon gestritten. Ihr könnt es sehen, wie siegessicher Niki hier einfach weiterläuft. Also das war auf jeden Fall ein Freund von ihm und er ist immer noch alleine, aber er trifft sich doch bestimmt mit jemandem. Alles, was wir gerade gesagt haben, sind nur Theorien. Ihr müsst das Video auf jeden Fall zu Ende schauen, damit wir sehen, was passiert. Ich bin jetzt echt so gespannt, was passiert und mit wem er sich trifft. Schau mal, der klopft an dieser Holztür. Und er trifft sich mit dem Handmeeresmonster! Ihr seht es ja selbst, das Seehandmonster macht, was es will. Obwohl der See so grün ist wie diese Wassermelone, taucht das Seehandmonster einfach ab. Wo ist Rumi? Ich weiß nicht, wo Rumi ist, aber mir ist aufgefallen, dass das Seehandmonster langsam Angst bekommt vor uns. Stimmt, du hast recht. Es flüchtet jedes Mal von dem großen See zu dem kleinen See und jetzt zu dem kleinsten See. Und jedes Mal, wenn wir das Seehandmonster sehen, taucht es unter. Und es taucht viel schneller unter. Letztes Mal hat es noch ein ganzes Schiff zerstört. Jetzt sieht man es und es ist weg. Das liegt an euch, weil ihr fleißig Likes gegeben habt und damit auch Rumi helft. Das Gute ist, mit euch zusammen und mit Rumi haben wir eine Chance, dieses böse Seehandmonster zu besiegen. Schau mal hier links, siehst du das Gras, das Seegras? Was ist, wenn sich hier die Hand versteckt? Nicht nur die Hand, das ganze Monster könnte sich unter dem Gras verstecken. Wir fliegen mal jetzt mit euch näher in dieses Gras und suchen das ganze Gras ab. Aber Achtung, du
Du musst wirklich drauf aufpassen, dass unsere Drohne da nicht reinfliegt. Ich passe wirklich auf, das ist nämlich unsere einzigste Drohne. Wenn die abstürzt, haben wir keine Ersatzdrohne mehr. Berührt die Drohne das Wasser, dann war's vorbei und wir können Rumi nicht mehr helfen. Und wir müssen ihr unbedingt helfen. Ich muss es schaffen, mit euch zusammen hier draußen. Wir müssen dieses böse Seehandmonster besiegen. Schaut euch an, aber ich sehe nichts. Seht ihr was? Da ist die Hand. Hier ist die Hand, ihr seht es, die Hand, sie ragt durch das Gras aus dem Wasser. Du hattest recht, das Seehandmonster versteckt sich unter dem Gras. Aber es ist wieder untergetaucht. Was machen wir denn jetzt mit der Hand? Das Wasser ist jetzt langsam gelb, es verfärbt sich immer weiter. Oder wartet das Seehandmonster nur darauf ab, uns anzugreifen? Deswegen fliege ich lieber hoch mit unserer Drohne, anstatt etwas zu tief. Ja, dann machen wir das jetzt und schauen mal den ganzen See an. Wo ist die Hand? Ich weiß nicht, wo es hin ist. Ich weiß es auch nicht. Seht ihr das Seehandmonster? Aber was mir auffällt, dieses Mal ist Rumi gar nicht am See. Wir haben Rumi an jedem See getroffen. Nur an dem See haben wir Rumi nicht getroffen. Du hast komplett recht, ich fliege mal ganz ans Ende von dem See. Vielleicht versteckt sich ja Rumi irgendwo auf Land. Oder von dem Seehandmonster war das eine Falle. Nur, dass wir mit der Drohne immer näher an den Fluss fliegen. Schau mal, hier ist eine Parkbank, ganz alleine am Seeufer. Das lädt doch dazu ein, dass man sich auf die Bank setzt. Ihr seht jetzt auch die Farbe von dem See, das ist doch nur noch giftig. Richtig giftgrün ist der See. Nur da kann das Seehandmonster wohnen. Hier ist Rumi! Da ist Rumi! Kämpft gegen Seehandmonster. Aber sie verliert! Was verliert sie jetzt? Sie verliert gegen Seehandmonster und ich dachte immer, Rumi ist die stärkste der Welt. Ihr seht es, Freunde, unsere Drohne, sie stürzt ab. Nein,